Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle waren, nun ja, sagen wir, es gab gemischte Gefühle gegenüber den Spielen. Aber warum? Was ist hier schiefgelaufen? Wie hat es Game Freak oder genauer Ilka geschafft, diese vielversprechenden Spiele so in den Sand zu setzen? Schauen wir uns heute doch mal 30 Dinge an, die falsch sind mit den Remakes aus der Sinnoh-Region. Der Style wirkt, als wären wir noch im Jahre 2010. Und warum verschwinden die Trainer eigentlich bei einem Angriff? Die Qualität der Kampfhintergründe schwankt sehr. Es gibt einerseits liebevoll designte Natur und andererseits gelben Rauch. Und bevor du in den Kampf startest, wird noch einmal aus der Nahaufnahme rausgezoomt. Egal wo, es gibt einen Haufen Grafikglitches. Vor allem die Pokémon, die einem in der Overworld folgen, machen teilweise ziemlich komische Dinge. Man bleibt ständig überall hängen. Ich meine, warum kann ich hier an diesem Brunnen nicht schräg vorbeilaufen? Nicht alle Pokémon sind süß genug, um auf dem Platz der Treue zugelassen zu werden. Es gibt kaum Feuer-Pokémon. Galoppa und Panferno sind die einzigen Optionen, was auch dazu führt, dass Ignaz als Feuer-Top 4 mehr mit anderen Typen spielt. Selbiges gilt auch für Elektro-Pokémon, Pachirisu, Luxra und Raichu. Ende. Volkner hat daher auch Pokémon im Team, die dem Elektro-Typ kaum ferner sein könnten. Man findet überall nur dieselben Kack-Pokémon. Ja, ich rede von dir, Bediza. Wieso muss Bediza auf so gut wie jeder Route zu finden sein? Warum haben alle Trainer auf den Routen immer nur die Pokémon, die auch auf der Route zu finden sind? Die Diversität der Pokémon in den Routen lässt nämlich zu wünschen übrig. Dir waren Pokémon Schwert und Schild schon zu einfach? Kein Problem, in diesem Spiel wirst du erst recht keine Herausforderung haben. Außer natürlich, du kommst in die Pokémon-Liga. Dort macht die Schwierigkeitskurve mal kurz einen Bogen ins Unermessliche. Den EP-Teiler kann man natürlich nicht ausstellen. Solltest du dein Team nicht oft genug wechseln, wirst du permanent überlevelt sein. Denn die Levelkurve wurde nicht angepasst. Und warum entwickelt Barry seine Pokémon eigentlich nicht? Und warum entwickelt Team Galactic seine Pokémon ebenfalls nicht? Und warum kämpfen eigentlich alle Rüpel von Team Galactic immer mit denselben beschissenen Pokémon? Und warum sind auch die Commander von Team Galactic so schwach? TMs verbrauchen sich und manche bekommst du auch nur einmal im Spiel. Alle legendären Pokémon aus anderen Generationen wurden lieblos in den Hamanasu-Park gepackt. Es gibt zwar eine Kleiderauswahl, aber nicht in einem Umfang, wie wir ihn aus anderen Pokémon-Spielen kennen. Der Wettbewerb wird schnell eintönig. Die Spiele sind extrem langsam. Wie langsam kann eigentlich eine KP-Leiste fallen? Und es gibt überall Bugs und Glitches. Überall. Pokémon-Klon? Kein Thema. Das Spiel in unter 20 Minuten durchspielen? Geht. Man muss sich die Updates holen, sonst ist das Spiel schlichtweg unfertig. Und wie so oft gibt es exklusive Pokémon in jeder Version. Das heißt im schlimmsten Fall, dass man sich beide Versionen zulegen muss. Der 30. Punkt und meiner Meinung nach auch der schwerwiegendste: Warum sind die Verbesserungen, die es bereits in Pokémon Platin geschafft haben, nicht in diesen Spielen zu finden? Offensichtlich wusste man ja, wo die Fehler der Originalteile lagen und hat sie sogar vor über 10 Jahren bereits beheben können. Es will mir einfach nicht in den Kopf gehen. Trotz alledem hatte ich viel Spaß mit den Remakes. Das mag vor allem an der Nostalgie liegen. Ich kann diese Spiele aber weiterempfehlen, auch wenn es einige Fehler gibt. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.